Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine Gelatineplatte herstellen und im Netz gibt es ja schon viele Rezepte dazu und ich verrate euch jetzt heute einmal mein Lieblingsrezept. Es ist ohne Isopropylalkohol, das heißt die Platte ist nicht so lange haltbar. Ihr müsst sie dann im Kühlschrank aufbewahren und irgendwann ist sie dann auch verschimmelt, vergammelt, was auch immer. Sie hat aber den Vorteil, dass sie wesentlich besser druckt, weil sie wesentlich feuchter ist. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich dazu brauche. Ich nehme dazu Gelatine. Das kann einmal so ein großes Paket sein, das beziehe ich immer online. Aber ihr könnt auch einfach im Lebensmittelgeschäft euch diese kleinen Pulvergelatine-Päckchen kaufen. Es ist Pulvergelatine. Es geht sicher auch mit anderer, aber ich bevorzuge die Pulvergelatine. Dann brauchen wir etwas Glycerin, das habe ich auch online bestellt. Ihr müsst mal sehen, wo ihr es bekommt, also am günstigsten war es für mich online. Und ihr braucht Wasser, das ist das dritte. Das sind die Hauptbestandteile und mehr braucht es eigentlich nicht. Und was braucht ihr noch? Ihr braucht ein Gefäß, in das ihr die Gelatine nachher hineingießt. Das kann zum Beispiel ein Backblech sein, eine Backform mit nicht allzu hohem Rand. Und hier habe ich zum Beispiel einen Teller aus Porzellan mit einem ziemlich niedrigen Rand. Ihr solltet darauf achten, dass die Form glatt ist, damit sich die Gelatine nachher leicht daraus löst. Also zum Beispiel aus Glas, aus beschichtetem Material wie bei Backformen zum Beispiel oder aus Email oder wie hier aus Porzellan. Dann solltet ihr darauf achten, dass der Rand, egal wie hoch er ist, dass der Rand nicht so nach innen zeigt, sondern dass der Rand immer so ein bisschen nach außen, nach oben auseinander geht, damit ihr später die Platte leichter da herauslösen könnt. Das sind so Sachen, da muss man drauf achten. Und was wichtig ist, ihr müsst natürlich auch wissen, wie viel passt jetzt hier, wie viel Liter passen jetzt in so eine Form hinein. Und da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick, das herauszufinden. Hier habe ich also einmal die Platte und ich habe mir eine Waage hingestellt. Die mache ich jetzt mal an. Und bei dieser Waage kann ich auch auf Milliliter einstellen, also 0 Milliliter. Jetzt stelle ich natürlich die Form da drauf. Das kann man natürlich nur bei kleinen Formen machen. Bei größeren müsst ihr es anders machen. Hier kann ich jetzt den Tara-Knopf drücken. Das heißt, das stellt sich jetzt wieder auf 0. Und jetzt kann ich mit einem Glas oder einem anderen Gefäß kann ich so viel Wasser hineinfüllen, bis die Form voll ist. Am besten macht ihr das in der Nähe des Spülbeckens, weil ihr nachher die volle Form auch wieder auskippen müsst. Sonst schlabbert ihr nachher die ganze Küche voll. Also ich fülle das auch so ziemlich hoch, dass es ziemlich bis zum Rand kommt. Die Platte sollte mindestens einen guten Zentimeter dick werden. Also noch ein bisschen. So. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr einen ebenen Untergrund habt. Hier ist es leider ein bisschen ungerade. Also es sind etwa 400 Milliliter, die da reinpassen. Plus, minus. Ich mache jetzt mal einfach 500, dann bin ich auf der sicheren Seite. Also in meine Form passen jetzt 400 Milliliter. Das kann ich jetzt ausstellen und dann kippe ich das einfach weg. Also ihr könnt das auch mit einem Messbecher abmessen, indem ihr in den Messbecher eine bestimmte Menge einfüllt. Ihr merkt euch, wie viel ihr eingefüllt habt. Dann macht ihr die Form voll und dann habt ihr die Differenz auf dem Messbecher zu lesen. Das ist eigentlich auch nicht schwierig. So, meine Form trockne ich jetzt erstmal wieder ab, bevor es weitergeht. Kommen wir zum Rezept.
Zunächst brauche ich von der Pulvergelatine 80 Gramm. Dies messe ich hier mit meiner Waage ab. Ich suche mir ein Gefäß, einfach in ein Glas und wiege die 80 Gramm an. Das ist schon eine ganze Menge. Als nächstes wiege ich das Glycerin ab. Ich brauche 125 Milliliter Glycerin. Das ist ein bisschen schwierig, aus so einem großen Kanister das abzumessen. Naja, ich gebe schließlich ein bisschen mehr hinzu und nehme nachher mit einem Löffel das zu viel wieder ab. Ich denke aber, es kommt auch nicht auf das Gramm an. Der Form halber also haargenau 125 Gramm und Wasser. An dieser Stelle musste ich das Video leider korrigieren. Ich messe dann 375 Milliliter Wasser ab. Das war in der ersten Version des Videos falsch und jetzt geht es schon weiter. So, das stelle ich mir alles zurecht. Diese 3 Zutaten brauche ich. Und ich benötige einen großen Topf, in dem ich das zubereite. Und das wird zunächst einmal auf der kalten Herdplatte gemacht. Also erst einmal keine Hitze zu geben, sondern einfach nur Wasser, die Gelatine unter Rühren einrieseln lassen. Allerdings sollte man auch nicht zu viel rühren, sonst gibt es nachher so viele Blasen. Dann das Glycerin noch zufügen. Und das muss jetzt zunächst einmal 10 Minuten quellen. Während das Ganze jetzt quillt, erzähle ich euch, warum ich die Platte nicht mehr mit dem Isopropylalkohol mache. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn die Platte diesen Alkohol enthält, dann verdunstet sie auch diesen Alkohol. Und das trägt dazu bei, dass die Schicht Acrylfarbe, die ihr auftragt, noch schneller trocknet. Das heißt, ihr rollt eure Acrylfarbe auf und schwupps, ehe ihr sie abdrucken könnt, ist sie schon getrocknet. Das passiert bei dieser Platte jetzt nicht. Wie gesagt, der Nachteil ist, dass sie schneller verschimmelt, vergammelt und dass ihr dann irgendwann eine neue machen müsst. Wenn ihr sie im Kühlschrank lagert, lagert sie zwischen 2 Acrylglasplatten oder zwischen 2 Glasplatten. Oder wenn ihr sie in der Form lasst, könnt ihr auch obendrauf einfach nur eine Platte legen. So ist die Oberfläche dann auch ein bisschen geschützt. 100% schützen vor dem Schimmel kann man sie nicht, also irgendwann schimmelt sie auch. So, und jetzt schauen wir mal, ob die ganze Sache schon gequollen ist. So, ungefähr 10 Minuten sind jetzt um. Das Ganze ist schön aufgequollen und nun schalte ich meine Herdplatte auf die kleinste Stufe. Das ist bei mir die Stufe 1. Ich habe 9 Stufen, also wenn ihr eine Warmhaltestufe habt, schaltet es auf die Warmhaltestufe oder wenn ihr ganz sicher gehen wollt, stellt den Topf in ein Wasserbad und erwärmt es ganz vorsichtig. Und jetzt brauchen wir einfach ein bisschen Geduld. Mal schauen, ein bisschen rühren. Ja, es wird schon ein wenig weicher.
aber das dauert bestimmt noch einige Minuten, bis die Masse richtig flüssig ist und dann wird sie auch etwas durchsichtiger. Man sollte nicht zu viel rühren, denn man rührt dort Luftblasen unter und die sollen später nicht in der Platte sein. Also nehme ich mir erstmal einen ganz normalen Löffel und rühre ganz langsam und vorsichtig. Zwischendurch lasse ich es auch einfach mal schmelzen und ich schaue einfach, dass es nicht anbrennt. Die Hitze darf nicht groß sein. So, hier hat sich Schaum gebildet. Den kann ich abschöpfen. Das kann man mit einem Löffel machen. Ganz vorsichtig etwas von der Oberfläche wegnehmen. Der Schaum, der dann noch bleibt, der löst sich auch ein wenig auf, wenn man das Ganze auf der ausgeschalteten warmen Platte noch etwas stehen lässt. Solange die Masse warm ist, wird sie nicht fest. Und ich schaue ab und zu mal nach, ob der Schaum bald verschwunden ist. Meinen Teller, in den ich das gleich alles hineingieße, habe ich jetzt auf eine plane Unterlage gestellt. Und dieser Teller muss dort auch einige Zeit stehen dürfen, bis die Masse fest geworden ist. Also sucht euch ein ruhiges Plätzchen, wo ihr dann diese Masse einfüllen könnt. Die Zeitung darunter schützt ein bisschen den Tisch und ich hole mir mal jetzt gerade meine fertige Gelatinemasse, die noch warm ist. Ihr seht, ein paar kleine Schaumblasen sind noch drauf. Die entferne ich dann hinterher. Aber die Masse ist klar und halt noch warm. Und diese kann ich nun ganz vorsichtig in die Form gießen. Ich fülle die Form vorsichtig bis zum Rand. Und so wie diese Form nun da steht, darf sie 1, 2, 3 Stunden oder länger zunächst einmal an dieser Stelle stehen, ohne dass man sie berührt. Erst wenn die Masse fest ist, kann ich sie später in den Kühlschrank tun. Die restlichen Schaumblasen entferne ich mit Streifen von Zeitungspapier. Dieses ziehe ich ganz vorsichtig und langsam über die Oberfläche und schiebe damit die Blasen bis zum Rand und über den Rand hinaus. Das mache ich ein paar Mal, bis die Oberfläche blasenfrei ist. Wenn die Platte fest geworden ist, stelle ich sie auf jeden Fall zunächst ohne Abdeckung für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. So, hier ist meine fertige Platte, ist auch schön gekühlt und um sie zu schützen, die Oberfläche, schneide ich mir aus einem Stück Kunststoffplatte, dieses ist eine Renalonplatte, einen passenden Deckel sozusagen. Ihr könntet auch ein Stück Glasplatte nehmen und das oben drauf legen. Hier seht ihr mein passendes Stück. Das habe ich mit der Schere einfach ausgeschnitten. Und man könnte auch diese Platte, wenn man sie vorsichtig herauslöst, auf eine Glasplatte legen und eine zweite Platte oben drauf. So kann man sie auch lagern.
Sie ist sehr gut geworden, sehr klar und ich hoffe, sie druckt auch gut. Ich lege sie wieder hier in diesen Teller hinein und so kann ich direkt mit meinem Papier gleich die ersten Druckversuche machen. So, mal sehen, wir starten. Hier rechts habe ich mein Papier zum Auswalzen neben die Platte gelegt. Darauf walze ich meine Druckwalze aus, um die überschüssige Farbe zu entfernen. Hier ein Lappen und Seifenlauge, um die Platte zu reinigen. Dann etwas Binder, Acrylbinder, die passenden Papiere. Diesmal habe ich einen Block, der genau passt vom Format. Das ist praktisch, da brauche ich mir nichts zurechtzuschneiden. Dann ein paar Utensilien zum Drucken, Netze, ja, ein paar Federn. Mal schauen, was ich davon verwende. Hier kommen noch ein paar Pflanzenteile. Gerade dieses durchlöcherte Blatt finde ich so interessant. Mal schauen, was wir brauchen. Ja, jetzt fehlen nur noch die Farben. Diese habe ich mir ausgesucht. Und ich beginne mit einem Farbauftrag in Phthalo-Blau. Die Farbe lässt sich sehr gut auftragen. Bei der Platte mit dem Alkohol hatte ich den Effekt, dass die Farbe direkt beim Auftragen schon trocknete und dann an der Walze wieder klebte, sodass ich keine gleichmäßigen Aufträge bekam. Und das geht hier wunderbar. Also ein erster Vorteil für eine selbstgemachte Platte ohne Alkohol. Mal sehen, wie sie die Farbe wieder abgibt. Noch ist die Platte sehr kalt und es kann sein, dass es etwas dauert, bis sie die Farbe wieder gut abgibt. Ich nehme, um das Blatt anzudrücken, noch ein Stück Butterbrotpapier. Das ist mein Schmierpapier, das kommt immer oben drauf. So verhindere ich, dass meine Finger und die Rückseite des Druckblattes verschmiert. Da seht ihr meine Haare, nicht ganz so günstig, die Kameraposition, aber es wird auch nur angedrückt. So, ich lauere schon mal ein bisschen, ob es funktioniert hat. Ja, das ist der erste Druck, der Negativdruck, aber es ist rundherum noch sehr viel Farbe auf der Platte. Ich versuche mal, ob die schon noch abgeht oder ob sie schon trocken ist. Das mache ich mit dem Schmierpapier. Ich will jetzt die Farbe, die um das Blatt herum ist, noch entfernen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, die Zeichnung ist aber schön zu sehen. Jetzt muss das Ganze erst einmal trocknen. Es ist noch feucht. Und wenn es trocken ist, werden wir mit einem Klecks Acrylbinder, den wir darüber rollen, das Ganze auf unser Blatt bekommen. Ja, diesen Vorgang habe ich leider nicht gefilmt, aber hier seht ihr dann das Ergebnis. Okay. Also, ich finde, das hat ganz gut geklappt für die ersten 2 Abzüge von meiner selbstgemachten Gelplatte ohne Alkohol. Alles Weitere geht jetzt etwas schneller und ich kommentiere euch das einfach.
So, mit etwas Hygiene versuche ich jetzt das Blatt, das mit den Löchern, noch einmal zu drucken auf das erste Blatt, was ich gedruckt habe. So kommt ein zweiter Negativdruck auf den Negativdruck. Nun nehme ich das Blatt noch raus und füge dieses Restbild, den Positivdruck, auch noch dazu. Und das ist auch ganz gut gelungen. Gefällt mir auch sehr gut. Die Platte gibt wunderbar die Farbe ab, obwohl immer noch ein bisschen darauf bleibt, ist das Ergebnis sehr zufriedenstellend und auf jeden Fall viel besser als bei der Platte mit Alkohol. Die Platte reinige ich jetzt einfach mal mit einem Babytuch. Das ist etwas weicher und das geht eigentlich noch viel besser. Man kann das auch mehrmals verwenden und wieder auswaschen. Ja, ich habe nun eine ganze Weile mit der Platte weitergedruckt. Die Ergebnisse waren gut. Nun hat sie Zimmertemperatur und sie funktioniert immer noch sehr gut. Sie ist etwas weicher geworden, die Oberfläche ist leicht porös, vielleicht ein paar Bläschen drin, aber es klappt immer noch sehr gut und ich werde jetzt zum Abschluss nochmal einen Pflanzendruck machen. Ja, schaut mir einfach dabei zu. So, mal sehen. Das erste Ergebnis, ein Negativdruck. Ganz prima. Und da die Platte jetzt schon etwas wärmer ist, kann ich jetzt auch versuchen, diesen Druck sofort abzunehmen. Der scheint mir feucht genug zu sein. Das ist auch hier eher möglich als bei einer gekauften Gelatineplatte, da die Gelatinemasse auch Feuchtigkeit enthält und somit die aufgetragene Acrylfarbe auch etwas länger feucht hält. So, dann wollen wir mal sehen, ob dieser zweite Druck, der Ghost Print oder auch der Positivdruck, ob der funktioniert. Ich bin gespannt. Mal sehen. Oh ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Ein schönes, präzises Ergebnis. Die Platte druckt einwandfrei. Ich werde in Zukunft selbst hergestellte Platten nur noch ohne Zusatz von Alkohol machen. Das funktioniert bei mir wesentlich besser. Auf den Negativdruck können wir jetzt noch einen weiteren Negativdruck draufsetzen. Dazu mache ich die Platte erstmal ein bisschen sauber und schaut einfach zu.
Mal sehen. Das ist auch okay. Das hat super geklappt. Das soll erstmal genug sein für heute. Hier seht ihr meine gereinigte Platte. Sie hat ein paar kleine Unebenheiten. Das stört nicht weiter. Sie wird gleich in den Kühlschrank gebracht. Dazu decke ich sie nochmal mit dieser ausgeschnittenen Folie ab. Genau. Solltet ihr Risse, Löcher oder sonstige Verletzungen der Platte haben, könnt ihr einfach auch den Rand abschneiden. Dann die Platte in viele Stücke schneiden, mit der Schere am besten. In einen Topf, in ein Gefäß füllen und dann in der Mikrowelle oder im Wasserbad einfach nochmal einschmelzen und neu gießen. Dann habt ihr eine ganz frische Platte ohne Macken. Ich hoffe, das hat euch heute gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Vielleicht traut ihr euch auch einmal, eine Gelatineplatte herzustellen. Das ist alles keine Hexerei. Vor allen Dingen ist sie dann auch wesentlich günstiger, als wenn ihr eine kaufen müsst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude, bleibt experimentierfreudig, bleibt neugierig. Bis bald!